Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Heute befinden wir uns mal auf dem guten alten Kampfmagier. Dort waren wir ja jetzt schon lange Zeit nicht mehr. Es ist einiges passiert. Ich nehme euch mit und wir gucken uns an, was wir so in der Zwischenzeit erreicht haben. Aber bevor das Ganze losgeht, Leute, es ist schon wieder der 1. Februar. Ja, die Zeit rennt und so langsam sollte man mal wirklich was dafür tun, falls man das Interesse hegt, etwas für seine Strandfigur, seine Sommerfigur zu machen. Wer mich verfolgt auf Instagram, der weiß, ich bin ein sehr sportlicher Typ. Ich gehe so oft wie möglich zum Sport. Ich achte da sehr drauf. Und wer nicht zum Sport gehen sollte, der sollte zumindest ein bisschen auf seine Ernährung achten. Und ich sage es immer wieder, zumindest auch auf Instagram, diese zuckerhaltigen Getränke, ja, das ist wirklich das Nonplusultra, was euch reinreißt. So, wenn ihr das alleine weglasst, dann habt ihr schon die halbe Miete. Ja, dann könnt ihr meinetwegen so viel essen, wie ihr wollt. Aber diese süßen Getränke, ne, die reißen euch wirklich rein. So, und das hatte ich halt auch früher lange Zeit gemerkt. Dann meistens trinke ich jetzt nur noch Wasser. Und falls ich mal das Bedürfnis wirklich habe, irgendwas Süßes zu trinken, dann halt eben mal einen Holy Energy. Ich möchte auch nicht auf Energiegetränke verzichten, so, weil ich auch ein großer Fan bin. Bin aber von diesen ganzen Standarddingern wie Red Bull oder Monster weg, weil die halt auch unglaublich viel Zucker drinne haben und Taurin und viel Bullshit so, und das ist eben halt bei Holy nicht der Fall. Hier kann man mit ruhigem Gewissen trotzdem immer noch einen sehr leckeren Energy Drink genießen, deswegen ist es für mich genau das Richtige. Ich verzichte nicht auf Energy Drinks und ich kann mir trotzdem guten Gewissens die Dinger reinziehen, ohne zu wissen, das sind irgendwelche Chemiekeulen oder sowas. Und ich danke auch jedem, der bisher schon bei Holy aus meiner Community bestellt hat. Das Feedback, was ich bisher gehört hatte, waren immer sehr zufrieden gewesen, deswegen das freut mich natürlich auch sehr. Und wie immer könnt ihr natürlich auch mit meinem Code DORZA5 5 € sparen, wenn ihr euch das Energie-Probierpaket hier holt für 19,99. Da sind 14 Portionen drin. Wenn ihr den Code DORZA5 dort eingibt, dann bezahlt ihr nur 14,99 und für so viele Portionen zum Durchprobieren, einfach mal ausprobieren, da kann man, denke ich mal, nichts verkehrt machen. Und wie gesagt, ihr könnt halt bedenkenlos das Ganze trinken, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. So, ne? Ich persönlich trinke es immer, ja, wenn ich irgendwie Nachtschicht habe oder zum Sport gehe, oder halt einen langen Livestream, irgendeine lange Soccer-Session habe, dann konsumiere ich das Ganze immer, wenn man so einen kleinen Hänger hat, halt eben, oder mal Lust auf so einen kleinen Energy-Drink. Und deswegen probiert es gerne aus. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Mit dem Code DORZA5 spart ihr euch 5 €, mit dem Code DORZA10 10% auf euren Gesamteinkauf. Vielen lieben Dank an jeden, der das Vertrauen mir und Holy gegenüber bringt. Es enttäuscht euch definitiv nicht und wie gesagt, für eure Sommerfigur ist es wahrscheinlich auch nicht so verkehrt. Ne? Gut, jetzt gehen wir aber rein in Shakes and Fidget und zwar, wie gesagt, schon auf den Battle Mage. Wir haben hier ein bisschen was erreicht. Wir befinden uns auf Stufe 595. Ja, wir stehen kurz vor der 600. Das wäre mein zweiter Account, den wir jetzt auf Stufe 600 jagen und der wird definitiv, ja, übernächsten Monat oder so auf Stufe 600 landen und da bin ich sehr stolz drauf, dass wir hier schon den zweiten so hoch gepusht haben. Ich kann euch auch sehr gerne mal zeigen, ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal erwähnt hatte, aber der Yami, der Seraphim, der macht ja immer seine Statistiken hier für die Gilde und das finde ich auch sehr cool. Der zeigt hier immer die monatlichen Statistiken auf. Da sieht man, wer am meisten Gold aus der Gilde in einem Monat verskillt hat, am meisten XP gemacht hatte. Und hier gibt es auch eine Zusammenfassung der Jahresstatistik 2022. Und da bin ich tatsächlich auf Platz 3 gelandet aus der Gilde mit den meisten Stats, die ich verskillt habe. Ja, sehr interessant, ganz knapp hinter dem Seraphim hier, ne? Also wirklich ganz knapp. Mal schauen, wie es nächstes Jahr aussieht. Und hier auch die Kollegen, die am meisten XP gemacht haben im letzten Jahr. Und da bin ich ja auf jeden Fall sehr stolz auf die Leistung der Gilde, sowohl als auch auf meine eigene Leistung. Wir befinden uns auf Platz 6. Ja, eigentlich auf Platz 5 könnten wir uns eigentlich auch immer easy befinden. So, wenn wir uns jetzt mal die Statpunkte vergleichen, dann sehen wir, ja, dass wir hier von der Ausdauer, vom Nebenattribut her fast identisch sind. Also er ist ein bisschen im Vorteil. Dafür bin ich aber ganz stark im Vorteil, was das Hauptattribut angeht. Und darauf bezogen könnte man eigentlich sagen, dass Platz 5
eigentlich mir gehören sollte. Trotzdem ist der Givens ein Gegner, den man nicht unterschätzen darf. Der besiegt mich trotzdem immer noch ziemlich häufig in der Ehrenhalle. Einfach weil es ein Assassine ist und ich halt, ja, dem Ausweichen nichts großartig entgegensetzen kann. Ja, nach meinem Feuerball kommt da halt nichts mehr. Und so sieht es fast jeden Fight aus. Es ist einfach unglaublich, ja, dass wir hier wirklich, also ich kriege wirklich sehr häufig aufs Maul hier von Givens, muss ich mal so sagen. Ja, weil nach dem Feuerball kommt halt einfach nichts mehr so großartig. Ne? Wir haben ja auch relativ viel Leben, aber ihr seht es, wenn so ein Assassine halt einfach ausweicht. Man muss sagen, Battle Mage ist ja nach wie vor immer noch eine starke Klasse. Auch im Late Game finde ich Battle Mage auch ziemlich stark. Aber der Assassine, wenn der nachher richtig im Late Game ist, dann ist das einer mit der stärksten Klassen, so der Assassine. Er hat halt trotzdem noch diese Fähigkeit auszuweichen, so, hat nicht im Verhältnis nicht sehr wenig Leben, die Ehrenhalle spinnt gerade ein bisschen. Und er ist halt im Schaden relativ konstant, weil er halt eben 2 Waffen hat, anstatt wie der Kundschafter nur eine Waffe. Und dadurch verteilt sich der Schaden ein bisschen und ist generell ein bisschen konstanter. Und Konstanz, wisst ihr ja, ist ja halt alles in der Ehrenhalle, wenn es ums PvP geht. Deswegen der Assassine nachher im Late Game wirklich einer der stärksten PvP-Klassen. Aber halt eben auch sehr teuer zu spielen. Du musst halt immer 2 Waffen finden, die einigermaßen gut sind, so. Das macht das Ganze ziemlich teuer, du brauchst halt 2 Steine und so. Ne? Und ja, mal schauen, kriegen wir ihn jetzt vielleicht besiegt? Ja, jetzt haben wir ihn einmal. Also wie gesagt, eigentlich so von den Stat-Punkten her sollte ich eigentlich vorne sein. Meistens oder oftmals besiegt er mich hier immer noch. Ja, so sieht es momentan auf dem Server aus. Platz 5 geht immer noch. 4, 3, 2 und 1 ist abgeschlagen an der Spitze. Also die sind wirklich auch jenseits von Gut und Böse. Da kommen wir jetzt erstmal so noch nicht ran. Wird in nächster Zeit wahrscheinlich auch erstmal nichts werden. Die sind da nochmal, also die 4, die spielen nochmal auf einem anderen Niveau hier auf dem Server. Das muss man einfach mal so neidlos anerkennen. Ansonsten von der Stufe her bin ich der zweithöchste Battle Mage. Freedom ist noch vor mir mit 2 Level und ja, der Kollege hatte auch noch ein paar Dungeons offen gehabt, die er auch genommen hatte. Ich weiß nicht, wie viele Dungeons er jetzt noch offen hat. Wir haben nicht mehr sehr viele. Wir sind hier in der Taverne der dunklen Doppelgänger. Oh, die Server-Performance ist aber heute auch wieder hier, ne? Die ist heute nicht so schmackhaft hier gerade. Ja, was wollte ich sagen? Also, wie gesagt, wir stehen hier 2 Dungeon-Gegnern gegenüber, die, ach Mensch, die relativ aussichtslos sind. Ne? Wir haben hier einmal einen Magier, wo auch mein Feuerball nicht unbedingt Schaden austeilt. Und dann haben wir hier einmal den Olymp. Okay, jetzt wurden wir ausgeloggt. Jetzt sollte es hoffentlich besser funktionieren. Nach einem Ausloggen funktioniert es immer besser von der Performance her. Ja, Poseidon, der, weiß ich nicht, würde vielleicht sogar noch eher klappen, so, wegen dem Random-Faktor vielleicht. Aber der hat halt unglaublich viel Leben. Die sehen beide sehr aussichtslos aus, die Kämpfe hier. Und genauso beim Magier, da kommen wir auch nicht wirklich weiter. Da brauchen wir auch nicht viel probieren. Chancen hatte ich jetzt hier nicht ausgerechnet von den Gegnern. Aber ihr seht schon, dass das halt wirklich ja, keinen großartigen Sinn hat, dieser Dungeon. Ne? Ansonsten haben wir ja hier soweit alles schon abgeschlossen. Aber gerade als Battle Mage ist es halt wirklich, ja, ziemlich aussichtslos, sag ich mal. Ne? Wenn es nicht unbedingt richtig knapp ist, dann ist es aussichtslos. Stufe 600, der letzte Dungeon, den wir hier freischalten. Das wird natürlich noch Ewigkeiten dauern, bevor wir da den ersten besiegen. Da bin ich ja noch nicht mal auf dem Main soweit. Ansonsten, was auch sehr interessant ist, können wir mal hier in die Ehrenhalle schauen. Die Gilden-Ehrenhalle ist da natürlich ein bisschen interessanter für uns. Wir sind auf Platz 36. Ich weiß nicht, was unsere beste Platzierung war tatsächlich, aber ich glaube, wir waren schon mal ein bisschen höher von der Platzierung her mit Black Bull und der Gilde hier. Ne? Wir sind ja hier quasi die Battle Mage Gilde auf dem Battle Mage Server, wo ja die Klasse auf W27 released worden ist. Und das sieht man ja auch anhand der Ehrenhalle hier, dass die
Battle Mages hier auf dem Server dominieren, so halt auch in unserer Gilde. Und früher hatte man ja gesagt, dass halt die Battle Mages im Late Game wirklich richtig rasieren werden. Wir haben einen guten Aufstieg bisher hingelegt. Wir sind mit W27 jetzt unter Feltins Inferno, die halt W20 besiedeln. Und W20, ja, auch ein Jubiläumsserver, ist ja ein runder Server. Eigentlich sollte der auch nicht so schlecht sein, sag ich mal. Also wir sind hier schon gut unterwegs. Ne? Ich glaube zu meinen, wir waren schon mal ein bisschen höher, aber wir haben uns hier auf jeden Fall schon gut hoch gekämpft. Wenn wir uns erinnern, damals, als wir auf S31 noch Flames of Destiny waren und nicht Celtic, dann, die werden sich erinnern, ich glaube, wir waren immer so, ich weiß gar nicht, wir waren, glaube ich, immer so auf, ja, so in dem Bereich hier, ne? 60, 50 so irgendwie. Also von der Gesamtleistung her schon Black Bull stärker wahrscheinlich als die damalige Flames of Destiny Gilde. Wir gucken mal rein. Wir kämpfen leider nicht gegen W20. Das wäre interessant gewesen. Aber trotzdem sind wir hier, denke ich mal, gut am Start. Es ist immer noch eine sehr, sehr aktive Gilde. Alle ziehen gut durch. Wir haben halt auch ein gutes Durchschnittslevel so, was uns halt eben soweit auch nach oben befördert. Ich weiß jetzt gar nicht, ich habe gar nicht darauf geachtet, wie hoch unsere Hydra war auf dem Server hier. Da gucken wir gleich nochmal drauf. Ich weiß nicht, ob wir die auch schon mal... Ne, ich glaube, wir hatten die nicht ganz auf unendlich. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, und ja, jede Klasse oder beziehungsweise fast jeder Char startet hier halt mit einem Feuerball. Das ist halt schon sehr, sehr cool. Und es ist interessant zu sehen, wie die doch einigermaßen neue Klasse dann die alten Klassen so ein bisschen auseinander nimmt, beziehungsweise halt, ja, bisschen sieht, wie die alten Klassen damit halt zu strugglen haben, so ein bisschen. Ne? Ich meine, das ist natürlich immer nicht alles hier auf dem gleichen Niveau so ne? Die IHOF sortiert das immer schon ganz gut, dass Gleiche gegen gleiche Gilden spielt. Das sieht man ja auch bei mir und Celtic. Wir spielen halt immer gegen Gilden, wo halt immer um ja, Schamhaaresbreite so ein Kampf entschieden wird, so, ne? Und ja, nicht ohne Grund sind ja immer die Leute oder die Gilden da, wo sie jetzt gerade stehen. Deswegen hier ist es genauso knapp, aber in den Fights selbst, da kommen ja manchmal Gegner ein bisschen früher dran als andere aus der anderen Gilde und dadurch sind die halt immer nicht auf ganz selben Niveau. So, jetzt sind wir an der Reihe hier und wir kämpfen hier gegen den Krieger, haben unseren Feuerball schon rausgeholt. Allerdings ein 640er ist natürlich schon eine Ansage. Ne? Also ich sag mal so, ich bin ja noch nicht mal 640 auf meinem Main. Das ist schon echt heftig. Da machen wir wirklich am meisten Schaden mit unserem Feuerball gegen ihn hier. Ne? So, jetzt, der sollte sitzen, genau. So, jetzt kommt hier ein Magier und der rasiert uns wahrscheinlich auch nochmal komplett weg hier. Ne? Yo. Alter, also die haben aber auch ein paar Brocken hier, ne? Jetzt 446 ist auch schon heftig, ne? 300k im Hauptattribut, das zerlegt uns schon hier, ne? Ich würde es gerne mal wissen, wie es aussieht, wenn, ja, weiß ich nicht, wenn ich einfach mal mit meinem Account gegen Black Bull spiele, so. Einfach nur mal just for fun, so wie es aussieht. Aber dadurch, dass ich ja auch nicht so sehr viel Ausdauer habe, werde ich mit meinem Magier wahrscheinlich auch gar nicht so weit kommen. Deswegen, da bin ich auch ein bisschen dabei, dagegen zu lenken. Und ja, ansonsten, so sieht es aus hier momentan. Edelsteinmine 67 hier momentan gerade. Goldgrube 95, also da geht es langsam ein Ende entgegen. Und ja, wir haben hier auch bald die 1 Milliarde Leben geknackt hier auf dem Account, was auch natürlich sehr gut ist. Freue mich auch schon drauf, da die Milliarde Leben zu sehen. Das ist so ein bisschen der nächste Achievement-Punkt, den ich habe. Und ja, das war es soweit vom Battle Mage hier und der Stand der Dinge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.